Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich muss leider eine Planänderung für W50 verkünden, was ich leider nicht so schön finde, aber es ist nun mal, so und das muss man nun mal auch so akzeptieren. Und zwar hatte ich ja vorgehabt, für die Leute, die mich schon ein bisschen verfolgen und die ein bisschen meine W50 Vorbereitungsvideos gesehen haben, die wissen ja schon, was wir vorhatten. Und zwar wollte ich eigentlich, mein Projekt war es gewesen, mit Davalon zu W50 auf dem Server durchstarten und halt im Prinzip dieses Video hier, wie du Stufe 220 in 2 bis 3 Tagen schaffst, wollte ich ja in die Praxis umsetzen, weil dieses Video ist ja nur Theorie gebunden, damals aufgenommen mit Davalon zusammen, hat uns seine Tipps und Tricks verraten, wie man es schafft und wollten den Rekord sogar noch verbessern, sag ich mal. Ne? Und auf W50 sollte das Ganze stattfinden und mein Projekt war es ja gewesen, er sollte halt mit wirklich einer Unmenge an Pilzen, ne, wirklich sehr, sehr viele. Also wir reden hier wirklich im Bereich von Hunderttausenden Pilzen. Wollten wir eigentlich auf W50 durchstarten und dieses Video hier in die Praxis umsetzen. Ja, das, was ihr hier in der Theorie lernt, wollte ich euch in der Praxis zeigen, von Tag 1 bis, weiß ich nicht, Tag 7 oder so, die ersten Tage auf jeden Fall, die halt am wichtigsten sind. So, ne? Und ich wollte jeden Step davon mit begleiten und das halt in Livestream-Form festhalten. Ja? Und des Weiteren wollte ich mir ja parallel zu seinem Account, der ja Hardcore durchpilzt, wollte ich auf dem Server auch einen Account erstellen, der denn eben, und das war mein Projekt in diesem Fall gewesen, der dann eben zeigen sollte, wie lange man dafür braucht, wenn man einen moderaten Pilzeinsatz nur zur Verfügung hat, wie lange man braucht, wie viele Jahre es braucht, diesen Abstand, den die Leute an den ersten 2 bis 3 Tagen aufbauen, ne, die diese enormen Level in den ersten paar Tagen schaffen, wie lange man dafür braucht, bis man halt diesen Abstand so gering wie möglich gemacht hat, ja, weil im Prinzip am Ende des Tages zählt halt die Ausdauer und nicht, wie viele hunderttausende Pilze man in einen Serverstart gesteckt hat. Und das war eigentlich mein Langzeitprojekt gewesen auf dem Server. Das muss ich jetzt leider absagen, ja, weil mir hatte letztes Mal Davalon geschrieben gehabt und ein paar Leute von euch werden das auch schon wissen, weil ich das auch schon in den Kommentaren gelesen hatte, bin aber jetzt nicht weiter drauf eingegangen. Davalon wird kein Serverstart mehr spielen. So hatte er das zu mir geschrieben. Ob es jetzt nur W50 ist oder gar kein Serverstart mehr, weiß ich nicht. Er hatte zu mir auf jeden Fall geschrieben, er macht bei keinem Serverstart mehr mit. Und zwar aus privaten Angelegenheiten. So, das ist natürlich in erster Linie sehr, sehr traurig und schade, weil wir uns natürlich darauf schon sehr gefreut haben. Wir haben schon Vorbereitungen und sowas getroffen. Ne? Und trotzdem muss man aber einfach das Privatleben und das Privatleben kommt halt an erster Stelle. So, das Ganze, was wir hier machen, ist halt nur ein Spiel, ne? Und wenn im Privatleben irgendwas sein sollte, ja, und das aus irgendwelchen Gründen halt nicht mehr möglich ist, Serverstart zu spielen, dann geht das natürlich, also das Privatleben hat natürlich immer Vorrang, deswegen muss man das natürlich akzeptieren, wir müssen das so hinnehmen und da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall nur das Beste, hoffentlich ist nichts Schlimmes, ich habe nicht weiter großartig nachgefragt und auf jeden Fall viel Erfolg auf dem weiteren Wege, so ich hoffe man hört sich trotzdem noch hier irgendwo mal hier und da an Shakes and Fidget, ja, auch wenn es nicht mehr beim Serverstart ist. Jetzt ist natürlich die Frage, da wo jetzt nun Davalon nicht mehr da ist, er auf W50 nicht mehr spielen wird, das Projekt quasi hinfällig ist natürlich die Frage, was macht man jetzt? Ich habe mir die Tage sehr viele Gedanken gemacht, was man als Ausweichprojekt machen könnte, habe mich
hier und da mal umgehört, wer alles spielen wird, wer alles starten wird, was die Leute so vorhaben. Und ja, ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, was man so als Projekt nehmen könnte. Das Ding ist aber, ich habe jetzt mich nun wirklich sehr doll auf diese Sache versteift und ja, sehr viele Gedanken sind halt in dieses Projekt reingeflossen, sodass ich mir keine Gedanken mehr um Plan B gemacht habe. So, wir haben uns schon Urlaub genommen, wir haben uns schon den Zeitpunkt festgelegt, alles durchgeplant. Da ist natürlich kein Platz mehr für ein zweites Projekt. So, kurzfristig jetzt irgendwas zu finden, ein Ausweichprojekt ist ziemlich schwierig. Und deswegen hatte ich halt mich einfach umgehört, wer noch alles auf W50 starten wird. Und ja, das Hauptprojekt ist jetzt erstmal, sag ich mal, hinfällig. Man kann es aber trotzdem immer noch irgendwie umsetzen, weil es gibt ja trotzdem noch genug Leute auf W50, die halt einfach wirklich bereit sind, Hunderttausende von Pilzen in der ersten Woche oder so auf dem Server dazulassen. Und an den Leuten kann man sich natürlich auch orientieren, nur kann man halt jetzt nicht mehr dieses Projekt, so wie ich es geplant hatte, dass man das aus erster Sicht quasi aufnimmt, um zu sehen, wie das Ganze gespielt wird, kann ich das jetzt nicht mehr machen. So, es gibt zwar noch genug andere Leute, die auch ähnliche Pläne vorhaben und ziemlich stark durchpilzen wollen auf dem Server. Das Ding ist aber, das ist ein Projekt über mehrere Tage und pro Tag über, 8 bis 10 Stunden Livestream. So, da ich mich mit Davalon ganz gut verstanden habe und wir einigermaßen auf einer Wellenlänge waren, würde ich jetzt mal so sagen, ist das natürlich jemand gewesen, wo man halt gut 8 bis 10 Stunden pro Tag im Livestream verbringen kann. Wenn ich mich jetzt mit einem Wildfremden jetzt irgendwie zusammensetze oder so, der jetzt, keine Ahnung, auch bereit ist, vielleicht dessen Sprache ich gar nicht spreche oder so, weil das ist ja auch sehr international, mich da zusammensetze und dann 8 bis 10 Stunden, wisst ihr, dieser Vibe, dieses Verhältnis ist ja gar nicht da, um dann halt eben so lange zusammen zu streamen. Wir können uns trotzdem an den Charts orientieren, die so hardcore reinpilzen mit unserem Char. Also ich werde trotzdem auf W50 starten, das ist klar, ne? Und wir werden es halt nur nicht mehr aus erster Sicht sehen. So, ne? Ich habe mich jetzt ein bisschen umgehört, wie gesagt, und bin jetzt auf den Entschluss gekommen, dass ich bei meinen guten alten Streaming- und YouTube-Kollegen, den hochgeschätzten, wertgeschätzten Shakes and Fidget-Kollegen Terra, mich mit ihm in eine Gilde setzen werde. Er wird wohl eine Gilde auf W50 starten. Dazu wird bei ihm, denke ich mal, die Tage noch ein Video folgen, wo es da genaue Anweisungen gibt. Allerdings wird es halt keine Hardcore-Pilz-Gilde, so. Es wird halt eher eine Bro-Gilde, so. Eine Gilde mit guten Kollegen, mit denen man sich gut versteht. Und wir werden nicht Platz 1 werden, nicht Platz 2, nicht Platz 3 vielleicht, so, ne? Aber wir werden auf jeden Fall gut mithalten. Ich habe jetzt kein genaues Projekt am Start. Ich werde trotzdem einen Krieger spielen, so wie ich es angekündigt hatte. Es sei denn, es kommt eine neue Klasse raus, dann werde ich die neue Klasse spielen. Ich hoffe aber nicht, dass eine neue Klasse rauskommen wird, weil sonst spielen alle diese neue Klasse. Meistens werden aber neue Klassen auf regionalen Servern gelauncht und nicht auf internationalen Servern. So war es zumindest jetzt in der Vergangenheit so gewesen. Deswegen glaube ich nicht, dass da eine neue Klasse kommen wird auf W50. Ja? Also ich werde mit Terra in einer Gilde zusammen auf W50 spielen. Vielleicht haben wir Glück und es kommt noch der Painy mit dazu und der macht so ein kleines Comeback hier auf YouTube vielleicht auch und spielt mit uns dann in einer Gilde zusammen, dann sind wir 3 wieder vereint. So, also halt die YouTube-Kollegen, die ich halt kennengelernt habe durch Shakes and Fidget, das wäre halt cool und das sind auf jeden Fall so die Pläne vielleicht. Ja, denke ich mal, Unge auch wieder mit auf W50 vertreten sein wird, wie viele andere gesponserte YouTuber halt eben auch. Für die wird das dann halt, wie gesagt, meistens ist es ja so, das muss man nun mal so sagen, ein Kurzzeitprojekt, ne? Die schauen vielleicht mal kurz auf dem Server vorbei für einen Stream oder so. Vielleicht auch ein bisschen länger, man weiß es nicht ganz genau, aber man geht davon aus, für einen Stream oder so werden die Leute da schon mit dabei sein und dann werden wir vielleicht auch wieder mit Unge zusammen streamen und mit Terra zusammen.
Das wäre auf jeden Fall auch ein Highlight. Ne? Das hatten wir ja damals ja auch schon gemacht zum Serverstart von W27. Ne? Da haben ja Unge, Terra und ich auch zusammen gestreamt gehabt, 2, 3 Streams. Und ja, das wäre auf jeden Fall wieder cool, wenn das zustande kommen würde. Ansonsten wird das Ganze halt ja, eine ganz ausgelassene Gilde, sag ich mal. Mit Terra, mit Unge, mit mir, mit Painy vielleicht. Vielleicht auch der Hanrizzle, aber mit denen habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Mit Painy habe ich schon ein bisschen abgequatscht. So. Er hat 2 High-Chars, er würde vielleicht noch einen dritten anfangen. Dann wären wir alle 3 wieder vereint in einer Gilde. Ne? Und das sind auf jeden Fall jetzt erstmal so die Ausweichpläne für W50. Falls mir noch irgendwas projektmäßig einfallen sollte bis W50, dann werde ich euch dann natürlich rechtzeitig Bescheid geben. Trotzdem wird es an meinem Streaming-Plan jetzt erstmal so nichts weiter zu rütteln und zu schütteln geben. Wir hatten halt nur schon so einen Streaming-Plan gemacht von Freitag, Samstag, Sonntag, ne, weil der Server startet ja Freitag, dass wir da von 16 bis, keine Ahnung, 1 Uhr streamen, am Samstag nächsten Tag um, ja, keine Ahnung, 9 Uhr aufstehen, weil dort dann, oder 9 oder 10 Uhr aufstehen, weil dann dort die ganzen, Leute ihre Stadtwache eingestellt haben und die Bots dann die ganzen Stadtwachen abholen und dann die Leute abfarmen kann, so, ne. Das sind halt, wie gesagt, so diese kleinen Tricks, die ihr in diesem Video erfahren habt. Die meisten von euch werden es ja, denke ich mal, gesehen haben. Falls nicht, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ne? Und das Ganze wollten wir halt in der Praxis umsetzen. Ja? Ich werde das Ganze aber von mir aus nicht so umsetzen, weil mir halt dazu die Server-Start-Erfahrung fehlt. Davalon hatte halt zahlreiche Server schon getestet, gestartet. Und wir hatten auch so einen kleinen anderen Plan gehabt, wie wir diesmal rangehen, primär nicht die Pilze in Dungeons reinzustecken, sondern halt woanders diese zu investieren, um dann halt diese besser nutzen zu können. Ne? Dazu wurden auch schon zahlreiche Tests auf anderen Servern gemacht, das ist jetzt nun wie gesagt alles hinfällig und trotzdem hoffe ich, dass ihr mich auf W50 begleiten werdet und wie gesagt, mein Streaming-Plan wird jetzt, denke ich mal, nicht so weit abweichen. Zum Großteil habt ihr ihn ja noch gar nicht gehört, ne, dass wir da bestimmte Zeiten hatten. Ne, deswegen, aber trotzdem werde ich, besser gesagt, mit anderen Streaming-Kollegen, vielleicht mit Paul, werden wir vielleicht viel zusammen quatschen auf W50, zusammen zocken. Mit Painy, wenn er dabei sein sollte. So, ne, da steht auch noch nichts fest. Und dann werden wir das Ganze so rocken auf jeden Fall. Und natürlich, davon wird sich nichts ändern, jetzt, dass ich halt Freitag streamen werde, Samstag streamen werde, Sonntag streamen werde, Montag streamen werde, Dienstag streamen werde, Mittwoch streamen werde. Also es wird sehr, sehr viele Streams zu W50 trotzdem noch geben. Und wie gesagt, ich werde halt einen Krieger spielen, einfach aus Swag-Gründen, falls die Leute fragen sollten. Ich habe keine Lust, irgendwie eine Tryhard-Klasse zu spielen, Druiden oder so, ne, der mir halt keinen Spaß macht. Außerdem sitzt meine Maske auf dem Char komplett beschissen. Ja, für die Leute, die das gesehen haben sollten, wie mein Avatar mit Maske aussieht, das ist halt wirklich nicht schön. Und deswegen werde ich schon keinen Druiden spielen. Außerdem, ist der Krieger halt wirklich, also ich wollte halt schon immer einen Krieger zocken, deswegen werde ich auch einen Krieger spielen, es sei denn, es kommt wie gesagt eine neue Klasse raus. Gut, und das Ganze werde ich natürlich auch mit einem moderaten Pilzeinsatz trotzdem live im Stream mit verfolgen. Ein Krieger ist halt ein Langzeit-Char, der wird zum Anfang nicht so hart reinballern können wie ein Berserker oder ähnliche Klassen. Sollte halt auch klar sein. Und W50 wird halt für mich ein Langzeitprojekt werden, ein Langzeitserver, auf dem ich sehr lange Zeit spielen werde mit meinen besten Kumpels, die ich hier durch Shakes and Fidget kennengelernt habe, zusammen in einer Gilde. Und das sind auf jeden Fall so die Pläne. Und trotzdem wird es noch, weil das fragen sich vielleicht einige auch, das ist aber komplett unberührt davon, auf meinem Discord-Server wurde ja schon eine Community-Gilde erstellt. Dort ist besteht auch eine Warteliste und meine Mods, hauptsächlich Ryu war es, glaube ich, und Breezox und Darling, genau, und Knax könnt ihr anschreiben, ne, für die
Community-Gilde, die wird natürlich trotzdem stattfinden. Ne, die bleibt davon komplett unberührt, sag ich mal. Ne? Und ja, die wird parallel zu der Gilde starten, die Terra noch ankündigen wird in Zukunft. Ne, wie ihr euch denn bei, ja, weil da sind ja noch ein paar Plätze frei auf jeden Fall bei Terra in der Gilde, wie ihr euch da bewerben könnt, das werdet ihr die Tage dann erfahren, wenn Terra dazu ein Video hochgeladen hat, und dann wisst ihr da auf jeden Fall auch Bescheid. Ne? Aber ihr müsst damit rechnen, dass halt ein paar Plätze schon belegt sind für halt, ne, die VIPs eben, sag ich mal. Ne? Also ein paar sind da auf jeden Fall schon vergeben, und dann werden wir zusammen da in der Gilde den W50 auf jeden Fall starten. Gut, das sind auf jeden Fall so erstmal die Pläne. Es tut mir leid, dass wir leider so dieses Projekt, wie wir es geplant haben, nicht umsetzen können. Ne? Trotzdem hoffe ich, dass ihr dort ja, am Start seid, und ja, dann habe ich, glaube ich, soweit alles gesagt. Ja, falls ich was vergessen haben sollte, schreibe es nochmal in die Kommentare. Ich glaube, ich habe soweit alles. Dann war es das von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe auf euer Verständnis, und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.